Louis XIV, der Tanzkiller. Klar, dass er so nicht mehr selber tanzen mochte. Manche Quellen behaupten sogar, dass er schon 1668 auf seinen angeblich letzten Auftritt in der Ballettkomödie Le Amant Magnifique zugunsten des Comte d'Armagnac und des Marquis de Villeroy verzichtete, da er sich nach Fieberanfällen benebelt und unwohl fühlte. Sein Auftritt aber durch das vorab gedruckte und verteilte Livret und die Musiktitel bekannt ist. Noch scheint er aber so begeistert, dass er Lully und Molière, vor allem ersteren, weiterhin unterstützt. So wird mit Bourgeois Gentilhomme 1670 der Grundstein für die französische Oper mit ihren Balletteinlagen gelegt. Der König hört also zu tanzen auf und beginnt zu konsumieren. 1681 scheint er sich aber noch einmal zu besinnen. Auf seinen Befehl hin schafft Lully ein Hofballett, Le Triomphe de Armure. Dadurch wünscht sich Louis XIV eine Wiederbelebung der alten Hofballette. Das Stück wurde dann immerhin von seinen Nachkommen getanzt. Es wurde zu einem der berühmtesten Werke Lullys überhaupt. Es kommen nun bestimmt verschiedene Gründe zusammen, dass Ludwig XIV. Immer mehr das Interesse an der Tanzkunst verliert. Einer dieser Gründe waren vielleicht die Streitigkeiten der Ménétriers, der Zunft der Geiger. Schon sein Vater Ludwig XIII. Hatte 1626 die Quatre Violons du Roi gegründet, die einen wichtigen Bestandteil der Musique de la Chambre, dem königlichen Orchester, waren. Ihre Mitglieder bildeten auch den Führungskern dieser Zunft der Geiger. In dieser waren nicht nur alle Geiger, sondern generell alle Streicher, später sogar Oboisten vereinigt. Ihr stand der Zunftmeister Dumanoir, der Geigerkönig, voran. Wegen der Tanzmeistergeige gehörten auch die Tanzmeister dazu. Um sich gegen jede Konkurrenz von außen abzuschotten, schloss diese Zunft alle Ausländer von der Berufsausübung aus. Durch neu erlassene Statuten versuchten sie Ende des 17. Jahrhunderts auch alle anderen Musiker unter sich zu vereinen, ihre Macht extrem zu erweitern. Diese Ménétriers, wie alle Zünfte, hatten das Recht zur Ernennung und dem Verkauf verschiedenster Ämter. Unter anderem auch die Ernennung der Mitglieder des großen Orchesters des Königs. Diese Stellen wurden aber nicht nach Begabung und Eignung, sondern gegen hohe, höchste Summen vergeben. Bedingt durch Machtgier, neben Korruption und Günstlingswirtschaft, kam es Ende des 17. Jahrhunderts zu einem großen Streit mit dem König. Einerseits vielleicht durch den Einfluss Lullys, der ja ursprünglich Italiener, also von der Zunft abgelehnter Ausländer war. Andererseits, weil die Qualität des Orchesters dadurch immens gelitten hatte. Nach seiner Ernennung zum Franzosen und zum Surintendant de la Musique Instrumentale und Maître de la Musique de la Famille Royale hatte Lully 1655 die Schaffung der La Petite Bande erwirkt. Deren Mitglieder wurden nicht mehr von der Zunft, sondern von Lully ernannt. Angeblich konnte die Musique de la Chambre nur verstärkt durch die Petite Bande wieder bei öffentlichen Anlässen auftreten. Das erklärt auch die Dreifachbesetzung, die den einzigartigen barocken Stil der Musik Lullys ausmacht. Der Streit mit den Ménétriers führte wahrscheinlich 1661 zur Schaffung der Akademie des Tanzes, Académie Royale de Danse, und 1669 der Akademie der Musik, Académie Royale de Musique, deren Mitglieder von da an die Abgaben an die Zunft verweigerten und auch Ausländern den Zugang ermöglichten. Nach meiner Meinung also nicht, um Tanz und Musik zu glorifizieren, sondern um die Stellung der Geigerzunft zu schwächen. Kurz darauf unterliegen die Geigerkönige in einem Verfahren gegen Lully und werden immer mehr in ihren Rechten eingeschränkt.
So führt dies auch zu der am 22. Mai 1697 erfolgten Abschaffung der Stelle des Zunftmeisters der Geiger. Dadurch wurde Lully, der Günstling des Königs, in seiner Position gestärkt. Er verspielte jedoch schnell das in ihn gesetzte Vertrauen und die Freundschaft des Königs. 1685 wurde die Oper Roland gegeben. Um diese Zeit kam es zum Eklat, als öffentlich bekannt wurde, dass Lully eine Affäre mit einem Pagen namens Brunet hatte. Hinzu kam noch seine Beteiligung an den homosexuellen Orgien der Herzöge von Orléans und Vendôme, dem Bruder und einem der Bastarde Ludwig XIV. Wie in vielen anderen Vorgängen wird von einigen Quellen die Intervention des Königs auf den Einfluss der Madame Maintenon zurückgeführt. Ihr sollen weder die Musik Lullys gefallen haben, noch der Komponist selbst, dessen Homosexualität sie als streng religiöse Frau nicht tolerierte. Die spätere Madame de Maintenon wird im Jahr 1670 als Gouvernante des Duc de Maine bei Ludwig eingeführt. Quellen behaupten, dass er sie anfangs ablehnte, dann aber immer mehr ihren Rat suchte und mehr ihrem Einfluss erlag, was ca. 1683 zu einer Ehe zur linken Hand mit ihr führte. Ab 1700 soll sie sogar die gesamten Staatsgeschäfte und vor allem den Zugang zum König geregelt haben. Sie ist bei ihren Feinden wie Lieselotte von der Pfalz und Saint-Simon als Frömmlerin verschrien und man belegt sie mit Ausdrücken wie altes Weib, alte Zott, alte Hexe, alte Schupp und alte Vettel. Ist es vor allem ihrem Einfluss zu verdanken, dass sich der König mehr und mehr vom Tanz abwendet? Oder ist es einfach die Folge all dieser Ereignisse und Entwicklungen? Allerdings sehe ich hier ein paar erstaunliche Parallelen. Kaum ist sie am Hofe eingeführt, tanzt der König 1670 keine Ballette mehr. Zur Zeit der geheimen Heirat bricht er mit Lully und stoppt den Bau der Oper. Als sie dann 1700 die Führung des Hoflebens übernimmt, beginnen die vielen Veröffentlichungen von Feuillet und Becours. Suchten sie damit nur nach neuen Einnahmequellen? Ein deutliches Zeichen dafür, dass um 1785 Ballette und Opern zumindest am Hof nicht mehr so gefragt waren, zeigt sich an verschiedenen Dingen. Wie gerade angeführt, blieb ein 1682 von Jules Hardouin-Massat vorgestelltes Projekt für den Bau eines Opernhauses in Versailles unter Ludwig XIV. Unausgeführt. Und das, obwohl bis zu seinem Tode um die 300 Millionen Livres in die Versailler Schlösser, den Park, die Ausstattung und den Unterhalt geflossen sind. Kam es wegen der Vorfälle mit Lully von 1685 zu diesem Baustopp? Hellhörig wurde ich auch durch das Werk von Bonin von 1712, der die ganzen über ganz Europa verstreuten und praktizierenden französischen Tanzmeister aufzählt. Hatten diese in Frankreich kein Auskommen mehr? Es wird oft darauf verwiesen, dass Ludwigs Tanzneigung in vielen, fast allen Widmungen der damaligen Tanzwerke erwähnt und gerühmt wird. Aber das muss man, denke ich, kritisch betrachten. All diese Werke bedurften der Druckerlaubnis, einem Privileg durch den König. Es ist also kein Wunder, dass sie sich auf die frühere Begeisterung des Königs für den Tanz berufen. Und es gibt auch Werke, wie die handschriftlich erhaltenen Werke von Laurin, denen es trotzdem nicht erteilt wurde, die unveröffentlicht blieben. Dann 1713, noch kurz vor seinem Tod, wandelt Ludwig XIV. Die Akademie des Tanzes in eine, bedeutungslose Ballettopernschule um. Damit war die Macht der Tanzmeister gebrochen, die Bedeutung des Tanzes bei Hofe dahin. So erfolgte auch 1712 die letzte Veröffentlichung einer der großen Tanzsammlungen mit wenigen Danses de Bal und sehr vielen Ballets. Danach finden sich in Frankreich fast nur noch kleine Veröffentlichungen
von Danses de Bal und Contredanses. Nur in Handschriften und handschriftlichen Sammlungen finden wir noch Ballets. Die Danses de Bal sind leichte Choreografien, die nicht für die Bühne, sondern für Tanzeinlagen bei Bällen vorgesehen waren. Ballets sind Bühnenchoreografien von Opern und Balletten. So kommt es, dass am 26. Januar 1739 Creux, der Chronist Ludwig XV., von einem Maskenball berichtet. Vergleichbares soll es schon seit 36 Jahren nicht mehr gegeben haben. Es kommt also meiner Meinung nach 1668 zu einem schrittweisen Bedeutungsverlust der Tanzkunst am französischen Hof. Insgesamt tanzte der König zwischen 48 und 69 um die 26 Ballets, in denen ihm 68 verschiedene Rollen und Entrees zugedacht waren. Selbst nach seiner absoluten Machtergreifung und damit der Regelung aller Regierungsangelegenheiten tanzte er noch in 12, also circa 2 Balletten pro Jahr, darunter das Ballet de Hercule Amoureuse 1662 mit 4 verschiedenen und das Ballet de Muse 1666 mit 6 Rollen. 1670 muss er aus gesundheitlichen Gründen seine 2 Rollen im Ballet Le Amant Magnifique abgeben und tanzt nie mehr. Und das, nachdem er in den ersten Balletten sogar Travestierollen übernommen hatte. Ich will Louis gar nicht seine jugendliche Begeisterung für die Bühne absprechen. Vielleicht wollte er den Tanz gar nicht so verdammen. Schmerzte es ihn vielleicht, nicht mehr selber in Tanzrollen glänzen zu können? So verdrängte er die Tanzmeister aus ihren Stellungen bei Hofe, die Ballette auf die Bühne und, für mich keine liberale Handlung, öffnete er den Damen den Zugang auf die Bühne. Und das, obwohl anständigen Damen auch weiterhin eine bescheidene Rolle im Tanz ohne Armbewegungen und Sprünge zugedacht war. Somit degradierte er den Balletttanz zu einer unfeinen und weibischen Beschäftigung, was man einfach in dem damaligen Kontext sehen muss. Und ganz Europa schaut auf ihn, nimmt ihn zum Vorbild. Die Wirkung auf die anderen europäischen Höfe, die alle nach dem Vorbild Ludwigs streben, bleibt nicht aus. So wandelt sich der Tanz nicht nur in Frankreich von einer den Männern vorbehaltenen Kunst zu einer von ihren Verächtern als weibisch abgetanen Zeitverschwendung. Von dem Bild des Tänzers Louis XIV scheint mir vieles ein Teil der Propaganda um den Sonnenkönig zu sein, so wie die Damen wohl auch nicht vor seiner Schönheit und Größe geblendet in Ohnmacht sanken, sondern durch den bestialischen Gestank, der ihn umgab. Leider scheint es mir auch ein Teil seiner Propaganda und Zensur, dass kaum ein Musikstück oder Ballet der Quatre Violons unter Ludwig XIII. Und Heinrich IV. Überliefert ist. Daher hier noch ein Bild, das für mich viel eher Ludwig XIII. Zum tanzenden Monarchen erhebt. Zum Verwechseln ähnlich zur Sonne werden diese neuen Kostüme in einem Bilderzyklus von Ballets schon 1623 zur wahren Geburtsstunde des Barock